Hallo und herzlich willkommen oder herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Leben in Tirol. Im letzten Video habe ich euch versprochen, etwas über mein Pferd zu erzählen. Aus Sicherheitsgründen und für seinen Komfort habe ich ihn mit einem Pferdetransportunternehmen nach Österreich bringen lassen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich ihn schon 3 Wochen nicht gesehen und war dementsprechend aufgeregt und glücklich, als er heil in Tirol angekommen ist. Es ist mit super viel Papierkram verbunden, wenn man ein Pferd von Deutschland nach Österreich bringt. Amtstierarzt, Traces-Formulare und natürlich entsprechende Gebühren. Alles viel aufwendiger, als ich anfangs gedacht hatte. Am nächsten Morgen bekam ich direkt dieses Video. Fellpflege mit seinem neuen Boxennachbarn. Da war ich sehr beruhigt. Als es dann auf die Weide ging, mussten die neuen Kollegen kennengelernt werden. Alles recht entspannt. Zu Anfang zumindest. Einen schönen Spaziergang mit einem Isländer haben wir auch direkt gemacht. Zum Pferd, der übrigens Schoko heißt, später mehr. Gerne hätte ich meinen super zuverlässigen Terrakan behalten. Ich habe ihn vor 18 Jahren neu gekauft und seit über 300.000 Kilometern hat er mir treue Dienste geleistet. Da Autos in Österreich teurer sind als zum Beispiel in Deutschland, muss man beim Import eine zusätzliche Gebühr bezahlen. Die hätte schon allein über 500 Euro gekostet. Zudem hätte das Auto eine spezielle Prüfung bestehen müssen und bei dem Alter und Laufleistung wusste ich nicht, was die Prüfanstalten hier dazu sagen. Der Terrakan hat zwar Allradantrieb, aber ich wohne jetzt am Berg, wo recht steile und schmale Straßen lang führen. Zudem habe ich meinen Pferdeanhänger verkauft, sodass ich kein Zugfahrzeug mehr brauche. All das hat mich dazu gebracht, den Terrakan zu verkaufen und mir einen leichten kleineren Wagen mit Allrad zuzulegen. Für welches Auto ich mich entschieden habe, dazu später oder im nächsten Video mehr. Warum Allrad? Nun, nach 6 Wochen in Tirol wachte ich morgens auf zu dieser herrlichen Winterlandschaft. Ich kann mich gar nicht satt sehen. Aber auch wenn die Sonne untergeht und der Himmel rot gefärbt wird, ist das ein wunderschöner Blick.
Die Pferde hatten natürlich auch ihren Spaß im Schnee. Und nachher zum Aufwärmen gab es ein bisschen Rotlicht für die Muskeln. Bei der Kälte kommt die Lebensenergie beim Pferd auch nochmal so richtig raus, selbst bei einem 19-Jährigen. Ich hatte euch im letzten Video einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in Kitzbühel versprochen. Da sind wir nun. Es wird sich natürlich jede Menge Mühe gegeben, was Beleuchtung anbelangt, generell in der Fußgängerzone, an den Geschäften und sogar der Baukran ist beleuchtet. Eine riesige Krippe mit lebensgroßen Holzfiguren. Tolle Lichtinstallationen, unter anderem mit Bildern der Kinder der Volksschule Kitzbühel auf dem Gebäude der Bezirkshauptmannschaft. Das ist hier das Rathaus. Tatsächlich wurde auch ein Riesenrad aufgebaut, was ich persönlich auf einem Weihnachtsmarkt nicht so schön finde. Stände mit solchen schönen Holzartikeln finde ich da passender.
Etwas Schnee würde sicher zur Stimmung beitragen, aber Gott sei Dank gibt es im Ort noch keine Schneekanonen. Das trägt der Mann von heute anscheinend. Und hier 2 Tiroler Handwerker bei der Arbeit. Dieser Weihnachtsmarkt ist zwar nicht täglich geöffnet, aber schon seit Anfang Dezember. Und wenn die das jeden Tag machen, alle Achtung. Einen Briefkasten extra für die Post an den Weihnachtsmann gibt es auch. Das finde ich super schön. Wie schon erwähnt, selbst die Baukräne im Ort sind festlich geschmückt. Das wäre es erstmal für heute. Ich gehe jetzt Weihnachtsgeschenke einpacken und allen, die es feiern, wünsche ich ein wunderschönes Weihnachtsfest. Mir hat jemand geflüstert, dass es auf Heiligabend hier schneien wird. Ob es denn wirklich so gekommen ist, zeige ich euch im nächsten Video. Also bis dann und Servus.